Erstmal herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt's was ganz Leckeres. Schaschlikspieße. Und für die Mutigen unter euch auch mit Leber drauf. Wer keine Leber mag, einfach weglassen. Ganz easy. Ich habe jetzt 600 Gramm Leber, aber wie gesagt, das könnt ihr nach Belieben anpassen. Zuerst müssen wir die Gallengänge aus der Leber rausschneiden. Sonst wird das Ganze bitter. Und das wollen wir ja nicht. Also, die Leber klein würfeln und dann in Salzwasser mit einem Schuss Essig waschen. Das Ganze lasse ich dann ein bisschen ziehen, bevor es verpackt und schön kühl im Kühlschrank im unteren Fach gelagert wird. Und jetzt kommt der Star der Show. Schweinenacken. Auch hier habe ich 600 Gramm. Aber das könnt ihr natürlich nach eurem Geschmack anpassen. Wer mehr Hunger hat, nimmt einfach mehr. Und jetzt schneiden wir ein paar richtig schöne Stücke daraus. Die Fleischspieße werden später auf die Spieße gesteckt. Aber vorher müssen sie in eine Marinade, die es in sich hat. Das Rezept verrate ich euch gleich. Dann geht's los mit den Zutaten. Knoblauch, klar, der muss unbedingt rein. Dazu ein bisschen Essig und reichlich Zwiebeln. Die Zwiebeln könnt ihr später sogar noch rauspicken und in der Pfanne anbraten. Das schmeckt einfach super. Die Zwiebeln drücke ich jetzt schön aus, damit der ganze Saft rauskommt. Sonst braucht ihr gar nicht viel mehr. Nur noch Salz. Pro 100 Gramm Fleisch nehmt ihr 1,9 Gramm Salz. Das wären auf 1 Kilogramm so um die 19 Gramm. Dazu noch Pfeffer, etwa 3 bis 5 Gramm, je nachdem, wie scharf ihr es mögt. Wer mag, kann das Ganze jetzt noch mit Buttermilch oder anderen wilden Sachen verfeinern. Aber ich lasse es lieber so. Dann bleibt der Fleischgeschmack schön pur und unverfälscht. So schmeckt's am besten. Jetzt decken wir das Fleisch mit Frischhaltefolie ab und lassen es einen Tag im Kühlschrank durchziehen. Nach 12 Stunden ist es perfekt. Und weil es noch besser wird, habe ich hier noch geräucherten Bauchspeck aus dem letzten Dezember. Der kommt natürlich auch mit auf die Spieße. Das gibt richtig Würze. Die Reste von der Speckschwarte könnt ihr übrigens in Sauerkraut geben. Das gibt einen Hammergeschmack. Den Speck würfle ich ein bisschen und der kommt nachher mit auf die Spieße. Falls ihr das Video zum Speck noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Ist einfach gemacht und super lecker. Weiter geht's mit der Paprika. Die waschen wir kurz ab und schneiden sie grob. Die kommt natürlich auch mit auf die Spieße für die Frische. Außerdem haben wir noch eine richtig dicke Metzgerzwiebel. Die würfle ich grob und auch die kommt auf die Spieße. Die Zwiebel bringen nochmal extra Geschmack. Jetzt geht's an die Spieße stecken. Erst Fleisch, dann kommt Speck, dann ein bisschen Paprika, Zwiebel, ein Stück Leber und wieder Fleisch, Speck, Zwiebel und so weiter. Ihr könnt das nach Belieben variieren. Ich packe zum Fleisch immer etwas Speck. Das Fett gibt dem Fleisch nochmal extra Saftigkeit. Am Ende haben wir genau 5 Spieße zusammenbekommen. Das restliche Gemüse, das übrig geblieben ist, schmeißen wir einfach in die Pfanne, geben noch ein bisschen kalt gepresstes Öl dazu und braten es leicht an, während die Spieße auf dem Grill liegen. Unsere Schaschlikspieße wandern jetzt auf den Holzkohlegrill. Die Spieße immer mal wieder wenden, damit sie von allen Seiten schön gegrillt werden. Ich habe sie in der Mitte des Grills gelegt, da ist die größte Hitze. Damit sind wir schon fast am Ende. Ich kann euch sagen, das Fleisch war unglaublich zart und der Geschmack war einfach herrlich. Die Spieße sind wirklich hammerlecker geworden. Nur die Leber war nicht so mein Ding. Die lasse ich beim nächsten Mal weg. Aber meiner Frau hat super geschmeckt. Also nicht vergessen, abonnieren, damit ihr mein nächstes Video nicht verpasst. Es wird kälter und das bedeutet, bald gibt es wieder ein Wurstvideo. Ich weiß schon genau, was es wird. Lasst euch überraschen. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.